Luxus pur auf 8,91 Meter Länge. Das ist der Bürstner Elegance 910G. Mein Name ist Dominik vom Virtual Campsite und ich stelle euch jetzt den Elegance vor. Wie gesagt, eine Länge von 8,91 Meter. Das Ganze hier auf Mercedes. Natürlich mit einer Rückfahrkamera. Die Außenfarbe, die nennt sich Champagner, ist eine Sonderlackierung. Und die Heckgarage, das ist doch fast schon ein Wohnzimmer. Wirklich richtig groß. Hier bekommt ihr alles mit rein. Insgesamt 350 Kilo Zuladung. Hier in der Heckgarage Gesamtzuladung 1340 Kilo. Eine Gesamtbreite von 2,32 Meter sowie eine Gesamthöhe von 3,3 Meter. Jetzt schauen wir doch gleich mal rein und schauen uns den Luxus von innen an. Und ich muss sagen, die Farbe ist schon mal wirklich traumhaft. Dieses helle Leder ist Wahnsinn. Wie gesagt, das Ganze auf einen Mercedes Sprinter mit 170 PS. Hier steht es nochmal Bürstner. Direkt über dem Fahrerhaus befindet sich das Hubbett. Leider steckt jetzt hier der Schlüssel nicht, wie man sehen kann. Hier wäre das Bedienpanel dafür. Die Maße vom Bett, die kann ich euch aber sagen, die sind 1,94 Meter in der Länge sowie 1,47 Meter in der Breite. Der Tisch ist natürlich ausklappbar, also hier hat man einen richtig großen Esstisch. Die Innenhöhe beträgt 2,5 Meter. Also hier kann auch ich entspannt stehen. Einige Stauraumklappen gibt es, wie ich gesehen habe. Die meisten sind natürlich auch verbaut. Das Schöne ist, das Ganze ist hier isoliert und beheizt. Also absolut ideal für den Winter. Auch hier drunter sämtliche Anschlüsse. Hier direkt darunter befindet sich ein Rückenteil für einen weiteren Sitz. Insgesamt darf man hier mit 4 Personen fahren. Ist zugelassen für 4 Personen. Die Klappen, es gibt so viele hier. Überall ist irgendwo was mit drin. Hier ist es von Schaut. Das richtige Fach für die Adiletten habe ich noch nicht gefunden. Hier drunter befindet sich jetzt die alte Heizung. Es ist Wahnsinn. Es sind so viele Klappen und Fußbodenfächer. Es ist gigantisch. Aber das Gefühl hier, dieses Raumgefühl, ist phänomenal. Jetzt schauen wir uns die Klappe mal an. Auch das ist eine Art Push-Lock-System. Wahnsinn. Richtig schön verarbeitet. Also da hat Bürstner sich wirklich ins Zeug gelegt. Die wichtigsten Daten werde ich euch später selbstverständlich auch mit einblenden, sowie auch den Preis. Schwenkt man doch gleich rüber, auch hier wieder ein Schränkchen. Wirklich sagenhaft, was man hier an Platzmöglichkeiten hat. Wahnsinn, wirklich gigantisch. Das Fahrzeug hat übrigens ein zulässiges Gesamtgewicht von 5500 Kilo. Die Aufbautür sehr breit. Auch hier die Bedienpaneele richtig schön gemacht. Also ich muss sagen, Luxus trifft hier auf alle mal zu. Platz für den Fernseher, damit man in der Dinette natürlich schön Fernsehen gucken kann. Und jetzt haben wir endlich das Fach gefunden für die Adiletten. Die sind am Start und Wahnsinn, die Ambientebeleuchtung. Mir gefällt auch dieses helle Weiß hier, zweimal USB, Ladeanschlüsse. Und jetzt schauen wir uns auch mal die Küche an. Wahnsinn. Mit einem Induktionskochfeld, das Ganze von Tedford, 2 Flammen, Gasherd, Apothekerauszug, direkt daneben auch nochmal ein Riesenfach. Also Platz hat man hier in der Küche ohne Ende. Das ist wie, ja, besser wie daheim, ganz ehrlich. Gewürzregal. Ich finde es richtig schön. Auch der Wasserhahn ist doch mal was anderes.
sieht man doch nicht jeden Tag. Direkt darunter natürlich Platz für die Töpfe. Ja, hier schauen wir mal rein, was ist da drunter. Ja, weitere Anschlüsse. Es ist sagenhaft. Ja, da hat sich Bürstner wirklich was Tolles einfallen lassen. Auch hier auch wieder die zwei geteilte Schublade. Natürlich ganz oben der Besteckkasten. Ja, Softclose. Auch hier befindet sich der Gasblock. Nochmal ein Apothekerauszug. Ich bin wirklich beeindruckt. Übrigens hat das Fahrzeug 140 Liter Frischwassertank sowie 110 Liter Grauwasser. Auf der anderen Seite über dem Kühlschrank, ja, da passt natürlich alles Mögliche rein. Der Kühlschrank hat insgesamt 177 Liter Fassungsvolumen, das Ganze von Dometic, und 35 Liter davon sind das Gefrierfach. Wahnsinn. Natürlich beidseitig zu öffnen. Darunter nochmal eine Menge Platz. Wahnsinn, ein richtig, richtig tolles Wohnmobil. Und hier hätten wir jetzt auch nochmal ein zusätzliches Fach für Schuhe. Es ist auch recht groß, wie alles hier in dem Bürstner Elegance 910G. Wenn wir uns jetzt die Breite mal anschauen, also das ist schon wirklich ordentlich. Ich würde sagen, bevor wir weitermachen, blende ich euch jetzt die wichtigsten Details im Überblick ein. Wem es zu schnell geht, gerne einfach auf Pause drücken. Machen wir doch gleich im Bad weiter. Ja, 162.000 Euro ist natürlich jetzt gerade ein absolutes Angebot hier beim Freistaat in Sulzemoos. Das Bad ist richtig geil. Sorry, einfach geil. Also hier hast du einfach Platz. Ich gehe jetzt mal rein. Wie gesagt, 1,88 Meter bin ich groß heute. Und Wahnsinn. Ich kann mich richtig frei bewegen. Wo hat man das großartig? Ich finde es toll. Wie gesagt, 140 Liter Frischwasser sowie 110 Liter Grauwasser. Und jetzt schauen wir uns doch auch gleich noch das ganze Raumbad im Überblick an. Wenn man hier die Toilette öffnet, es ist doch top. Die Toilette ist von Tedford und das Toilettensystem, welches über die App steuerbar ist von Indus mit 50 Liter Schwarzwassertank. Sprich, ihr habt hier einen Fäkalientank mit 50 Liter Fassungsvolumen. Auch hier nochmal ein Ventilator in der Dachhaube. Das Ganze natürlich von Thule. Es gibt hier so viele Informationen, ob ich die jetzt alle unterbekomme. Hier befindet sich natürlich auch gleich das Waschbecken. Daneben auch ordentlich viel Platz, um Parfüm und weiß der Geier was unterzubekommen. Wahnsinn, richtig schön gemacht. Ich muss sagen, er erinnert mich schon sehr an einen ganz großen Liner. Richtig, absolut. Ich bin wirklich begeistert von diesem Bürstner. Ich habe den so noch nie gesehen. Auch hier, es gibt so viele Staumöglichkeiten. Ja, für unser eins doch ideal. Ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr kostenlos den Kanal abonniert, um auch in Zukunft kein Video mehr zu verpassen. Und dann schauen wir hier drüben, auch hier gibt es nochmal die Möglichkeit, einiges mit unterzubekommen. Hier unterm Bett, weil jetzt kommen wir auch endlich in den Schlafbereich. Davor schauen wir uns nochmal die Treppe an. Hier ist das Frischwassersystem. Direkt daneben auch nochmal eine riesen Schublade. Darüber nochmal eine Schublade, Socken, Unterwäsche, was auch immer ihr mitnehmen wollt. Ihr bekommt hier wirklich alles unter. So sieht das Schlafzimmer aus. Machen wir mal zu. Einfach hier oben öffnen, schließen und ihr habt einen komplett getrennten Raum. Ist das nicht herrlich? Mach mal wieder auf und
ich sag euch, die Bettenmaße hier im Heckbereich in der Länge 2 Meter sowie in der Breite von 1,04 Meter. Und wunderschön auf beiden Seiten ein Fenster. Muss natürlich bei so einem Fahrzeug auch sein. Auch hier nochmal einiges an Staumöglichkeiten. Wirklich schön auch gemacht. Hier kann man alles mit unterbekommen. Hier wäre dann der Platz für den Fernseher. Und auch 230 Volt, TV und SAT. Alle Anschlüsse sind natürlich vorhanden. Machen wir die Klappen nochmal auf, damit ihr alles wirklich sehen könnt. Ich finde ihn einfach toll. Ich muss es ganz ehrlich sagen, von der Verarbeitung her, die Materialien, die verwendet worden sind, ein richtig schönes Designer-Luxusmobil. Hier sämtliche Lichtschalter, natürlich auch alles dimmbar. Ich muss sagen, es gibt zwei Sachen, die mich tatsächlich stören bei diesem Bürstner. Das ist einmal der Preis und zum zweiten ist es einfach diese Sonderlackierung Champagne. Gefällt mir nicht, könnte man natürlich folieren, aber dieses Raumgefühl, jetzt laufen wir mal nach vorne, ist schon krass. Also wie gesagt, Hammer mit einer Länge von 8,91 Meter. Das war es auch hier schon wieder vom Bürstner Elegance 910G. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, um in Zukunft kein Video mehr zu verpassen. Abonniert gerne den Kanal, lasst gerne natürlich auch einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht es gut. Ciao, euer Dominik.